Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute ein herzliches Willkommen für die Cargold-Fans, die wir mittlerweile alle haben über das letzte Jahr, über 5 Millionen User. Heute unser erster Film hier aus Hamburg, aus der Hansestadt Hamburg, direkt am Flughafen. Könnt ihr da hinten sehen, da ist der Flughafenzaun da vorne. Da haben wir unseren neuen Betrieb jetzt eröffnet, das heißt eröffnet noch nicht richtig, es geht so langsam los. Ich bin hier oben gerade in der ersten Etage und zeige euch jetzt mal so ein bisschen, wie das hier aussieht. Das haben wir hier übernommen von Bentley, Bugatti, McLaren, die sind hier vorher drin gewesen. Die haben neu gebaut, sehr, sehr groß, aber dadurch haben wir hier natürlich auch ein wirklich tolles Ambiente. Und ja, fangen wir einfach mal an mit unserem ersten Auto. Unser erstes Auto, was wir hier haben, ist mal was Einfaches, sage ich, ein Mercedes 190 SE, kennt ihr ja. Den haben wir nach Hamburg geliefert bekommen. Schöner Wagen, der Wagen ist restauriert. Man hat hier auf Details geachtet, hat beispielsweise in den Lampenringen die Hella-Stempelchen hier vorne, was ganz wichtig ist. Auto ist aus dem Baujahr 1956, glaube ich, nicht? 1956 ist seinerzeit in New York ausgeliefert worden. Und die Farbe, die er heute noch hat, die ich sehr, sehr schön finde, das ist dieses Silbermetallic mit dem blauen Leder. So ist er auch ausgeliefert. Also wir haben das Datenblatt noch zu dem Auto, so ist er seinerzeit ausgeliefert. Und Matching Numbers ist er nicht mehr, die Maschine ist mal kaputt gegangen irgendwann, da hat man die dann erneuert. Aber ansonsten ist das ein Auto, was komplett restauriert ist. Also wir haben über den Wagen auch ein vollständiges Gutachten, was das belegt, das ist so dick, ein DEKRA-Gutachten, woran man sehen kann, dass dieser 190er wirklich komplett neu aufgebaut wurde, ist aber schon ein paar Jahre her. Das heißt natürlich, es ist kein Neuwagen, es ist ein gutes Auto, es ist ein Wagen, der sehr, sehr schön fährt. Kommt aus einer Sammlung im Ruhrgebiet, wo jemand gesagt hat, ich möchte so von meinem hohen Bestand mal ein bisschen runtergehen. Ja, und dann haben wir das Auto hier zum Verkauf bekommen. Also Silberlederblau ist eine schöne Kombination, wie ich meine. Es gibt also, wenn die Autos ganz weiß sind oder knallrot, das ist vielleicht nicht so ganz meins, aber Silberblau ist immer schön. Und ihr könnt, wenn ihr hier vorne mal seht, das sind die Sonnenblenden der ersten Serie. Also das ist ein frühes Auto, der hat so ein paar Detailmerkmale, die andere nicht haben. Also die haben ja später Leder gehabt. Das ist hier noch aus Chrom, könnt ihr sehen, und aus Plastik. Dann hat er hier die Schalensitze. Ist auch, die sind ja Ende 54 gebaut worden, diese Autos. Diese Schalenfritzsitze gab es nur in der ersten Serie und hat auch beispielsweise, wenn ihr euch das mal anguckt, hier vorne Handschuhfach, keine Uhr drin. Also normalerweise ist hier die Originaluhr drin, das hat er nicht, ist damals noch nicht gebaut worden. Und was man auch sehen kann, er hat dieses doppelt genähte Armaturenbrett, diese Unterteilung. Das haben die späteren 190ern, die ja bis 1963 gebaut wurden, nicht mehr gehabt. Das ist übrigens ein sehr, sehr erfolgreiches Auto damals gewesen. Der hat 18.000 Mark gekostet, war in den 50er Jahren ein Haufen Geld. Und weshalb dieses Auto so erfolgreich ist, also bis heute auch, weil er einfach ein schönes Auto hat. Er hat wunderschön ausgewogene Form und war damals Wirtschaftswunderauto in den 50er Jahren. War das einfach ein toller Wagen, wenn man den fuhr. Aber er hat einen Vierzylindermotor und Vierzylindermaschine, also er ist so ein bisschen brummig in 190 SL, das hat keinen Sechszylinder. Fuhr aber damit immerhin 180 Stundenkilometer schnell, war also sehr, sehr schnell und bewegt haben das 105 PS. Ja, ich zeige auch, ach nee, das muss ich euch auch noch zeigen, schaut mal kurz nach hinten. Ihr könnt den 190er aus der Zeit auch an den kleinen Rücklichtern hier erkennen. Schaut mal bitte hier, er hat die kleinen Rücklichter, später waren die sehr viel größer. Das ist ein sehr schönes Designelement, was ich schöner finde als bei der nächsten Serie. Daran sieht man die erste Serie. Ja, was er dann noch hat, hier die Nummernschildbeleuchtung links und rechts aus Chrom. Er hat auch hier, müsst ihr drauf gucken, der Mercedes-Stern im Chromtankdeckel, das ist der richtige, so gehört der. Da sind oft welche aus Plastik drauf oder irgendwelche aus Aluminium, das ist der Originale, das ist der richtige. Also man merkt, dass man bei dem Auto auf Details Acht gegeben hat. Und wenn man sich den Wagen so insgesamt anguckt, finde ich den Zustand gar nicht mal so schlecht. Er hat hier die Original-Zierblenden, die doppelten Radkappen, könnt ihr hier vorne sehen. Dann hat man, als man das Auto restauriert hat, auch die Plastikteile wieder zwischen die Karosserie gesetzt. Das wird gerne mal zugespachtelt oder überschmiert. So ist es richtig, so gehört das auf das Auto. Was mir nicht ganz hundertprozentig gefällt, ist hier vorne vielleicht das Spaltmaß. Da hat er ein bisschen viel Luft, aber es mag sein, dass man das auch besser hinbekommt, wenn man die Tür anders einstellt. Aber ich sage mal, die Oberflächenbeschaffenheit von dem Auto, das ist das, was ich sehen kann im Moment. Das ist ordentlich gemacht worden. Ist ein Wagen, der sehr, sehr schön läuft.
hat eine gute Lackierqualität, hat einen schönen Restaurierungsstand und das Interessante ist, es ist wie gesagt durch das Gutachten alles komplett bestätigt. So, ich habe euch jetzt mal das Gutachten hier, dass ihr das mal sehen könnt. Also einmal den Auszug aus dem Daimler-Benz-Register. Hier könnt ihr sehen, 190 SL, Silbergrau Metallic, damals gegangen nach New York. Auftrag vom, kann ich gar nicht lesen, 1954 wahrscheinlich, ne? Nee. Hier unten ist auf jeden Fall 56. Ja, also hier 56 ist er ausgeliefert worden, da könnt ihr sehen, 14.03.1956, also ein frühes Auto, Sonderpolsterung, finde ich sehr schön. Diese Kübelsitze, die hat es später nicht mehr gegeben, die waren dann dicker und haben nicht mehr ganz so schön ausgesehen. Hier war Platz für eine Notsitzbank, er hat sie nicht, die konnte man als extra bestellen, die war dann da. Also quer passt da ein Kind hin, aber mehr würde ich vielleicht nicht sagen. Hier nochmal das Armaturenbrett, einmal hier mit den ganzen Tachometer, mit den ganzen Instrumenten. Man sieht, dass das restauriert ist. Er hat aber die richtigen Zifferblätter drin. Das ist oft anders, wenn heute Autos aus dem Ostblock kommen, da sehen die nicht ganz so aus. Hier hat er links und rechts, das ist der Blinker bei dem Auto, das ist das Lenkrad. Also man sieht, dass das auch restauriert ist. Ja, und da haben wir hier ein Oldtimer-Bewertungsgutachten, was sehr, sehr dick ist. Also das könnt ihr hier sehen, das ist dabei. Jede Menge Bilder von dem Auto, alles dokumentiert. Auto hat einen ordentlichen Zustand, Karosserienummer, das ist alles da. Ja, könnt ihr hier sehen. Also ist sehr, sehr umfangreich das Gutachten. Ich lege das mal hier hinten rein und mache mal ganz kurz die Tür auf. Ja, jetzt habe ich Platz genommen hier im 190 SL. Also man sieht auch hier, das ist auch restauriert worden. Der Wagen ist also ganz offensichtlich vollständig restauriert worden. Könnt ihr sehen. Hier vorne Beleuchtung, Armaturenbrett, hier das Bäckerradio, was es hier vorne auch schon gab. Das ist original, das gehört da rein. Hier und die ganzen Instrumente, die zeigen sich wirklich in einem schönen Zustand. Das kann ich beurteilen. Also wenn die nicht restauriert sind, dann sind die oft pickelig oder sind nicht mehr so schön, sind angelaufen. Das ist alles sehr, sehr gut. Und hier Tankinstrument. Hier vorne haben wir Wassertemperatur und dafür ist der Öldruck. Ja, Heizung links, Heizung rechts bei dem Auto da vorne. Und in der Mitte hier ist der Lautsprecher, damit man damals Musik gehört hat, gab es auch. Und jetzt möchte ich euch mal vorne einen Blick in den Motorraum werfen. Das Auto steht hier leider bei uns im Laden. Und da wir im Moment noch keine rote Nummern haben in unserem Betrieb in Hamburg, konnten wir leider jetzt auch keine Probefahrt machen, obwohl wir ja heute allerschönstes Wetter haben. Das ist im Winter in Hamburg nicht immer unbedingt der Fall. Aber wie ein 190 SL läuft und fährt, dann guckt euch mal die anderen Autos an, wo wir schon Filme gemacht haben. Der läuft genauso ordentlich hier, ist ein schöner Wagen und das holen wir vielleicht bei Gelegenheit nach, wenn wir unsere roten Nummern bekommen. Ihr wisst ja, mit den Behörden ist das manchmal ein bisschen schwierig, bis man das dann alles so zusammen hat, wie man es gerne haben möchte. Ja, Motorraum beim 190er. Türen haben auch einen schönen Sound. Habt ihr das gehört eben? Schau mal hier. Also das ist ein Auto. Hier oben, das ist die Stütze für die Haube, was sich ordentlich aufgeräumt und gepflegt zeigt. Schaut mal hier, ich weiß gar nicht, sind das die Weber-Vergaser? Das sind Solex, die machen, ich will jetzt nicht sagen, manchmal Probleme, aber die sind schwierig in der Einstellung. Das ist nicht einfach gewesen. Viele haben es dann ausgetauscht gegen Weber-Vergaser, aber original sind die Solex halt eben. Die sind heute sehr teuer, die kosten Tausende von Euro, wenn man die nicht hat. Das hat er hier. Also wenn man hier reinguckt, sieht man, ist alles aufgeräumt, restauriert, das sieht alles ordentlich und anständig aus. Hier Austauschaggregat von ATE, das Bremskraftverstärker, ne? Hat er auch, ja. Er hat aber damals noch keine Scheibenbremsen gehabt, der hat Trommelbremsen, das gab es zu der Zeit noch nicht. Die sind erst bei Mercedes ab 1961 im 300 SL eingeführt worden. Ja, ist ein gepflegtes Auto, schaut euch das mal an. Also jemand, der so einen Wagen fahren möchte als Oldtimer, ist überall gerne gesehen. Er kann damit auch weitere Reisen machen. Normalerweise fährt man so ein Auto 100 bis 130, das reicht. 180 konnte er ja. Und ihr könnt immer einen mitnehmen oder hinten auch Gepäck mitnehmen. Das finde ich nicht verkehrt. Im Kofferraum passt auch einigermaßen was rein. Also wenn man sagt, ich möchte auch eine Geldanlage haben, in der Regel sind die 190 SL ziemlich wertstabil. Früher gab es sie für 50, 60, 70.000 Euro. Mittlerweile gibt es perfekt restaurierte für 200. Unser Auto liegt deutlich drunter, der liegt bei um 130. Das ist für so ein ordentlich gemachtes Auto sicherlich nicht zu viel. Und wenn die Zeiten sich so weiter bewegen wie die letzte Zeit, verliert ihr damit auch höchstwahrscheinlich kein Geld. Also ist davon auszugehen, dass die Autos wertstabil sind. Es hat mit dem Auto auch damit zu tun, dass er wirklich eine wunderschöne Form hat.
So, mal gucken, wie die Haube zugeht. Passt perfekt. Ja, auch vorne der Chrom, schaut mal bitte vorne, der Kühlergrill, wenn der nicht in Ordnung ist, kostet der sehr, sehr viel Geld. Aber ich kann zumindest im Moment keinen Rostansatz erkennen, obwohl man muss ja eins sagen, also jeder Oldtimer hat irgendwo Rost, selbst wenn er gut restauriert ist. Ein perfektes, neuwertiges Fahrzeug als Oldtimer gibt es eigentlich nicht. Habe ich noch nie gesehen, deswegen würde ich auch nie eine Zustandsnote 1 vergeben. Es gibt ein Auto, was man gut bewegen kann, was sich in einem guten Zustand befindet. Ich möchte euch auch mal kurz den Unterschied erklären, den ich ganz, ganz wichtig finde. Wenn ihr euch heute eine neue S-Klasse kauft, kostet so ein Auto vielleicht 150.000 €. Da habt ihr Garantie. Aber nach einem Jahr ist das Auto noch die Hälfte wert und da sind 75.000 € weg. Wenn ihr euch einen 190er kauft für 130.000, zeigt die Erfahrung der letzten 40, 50 Jahre, dass das Geld nicht weg ist. Und zwar, dass das immer langsam stetig steigt. Das waren zumindest die letzten 50, 60 Jahre. Und es ist davon auszugehen, dass das auch anhält, weil das Interesse für Oldtimer ist nach wie vor absolut ungebrochen, kann ich euch sagen. Wir haben das letzte Vierteljahr 3 von diesen Autos verkauft. Schöne Autos. Wir haben immer so um die 130, 140, 150.000 dafür bekommen. Die waren sehr gepflegt, sehr, sehr schön. Und das wird anhalten. Was man aber braucht beim Oldtimer, man verliert kein Geld, in der Regel jedenfalls nicht. Man braucht aber 10.000 €, sage ich mal, immer in der Tasche, weil immer mal was kaputt gehen kann. Weil so ein Auto besteht aus alten Teilen, selbst wenn sie restauriert sind. Jetzt nervt das, hier kommt die Feuerwehr. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Na gut, also selbst wenn er restauriert ist, das Auto besteht nun mal nicht aus Neuteilen. Das sind viele alte originale Teile, die hatten vor 60, 70 Jahren auch nicht den Fertigungsstandard wie heute und nicht die Präzision. Da kann immer mal was kaputt gehen. Also wer sich einen Oldtimer zulegt, das gilt für alle alten Autos, der muss wissen, er hat ein gewisses Risiko, dass mal was kaputt geht. Immer 10.000 in der Tasche für einen Notfall. Ansonsten habt ihr einen Riesenspaß mit so einem Auto. Seid immer ein totaler Sympathieträger und ihr habt eigentlich ein sehr, sehr gutes Geldinvestment, normalerweise. So, ja, was haben wir noch vergessen zum 119er? Eigentlich haben wir das wesentlich Wichtige gesagt. So, ich zeige euch mal ganz kurz, wir haben jetzt die Persenning abgemacht bei dem Auto. Er hat nämlich ein wunderschönes dunkelblaues Verdeck, was natürlich auch restauriert wurde. Was heißt also, das ist so neu. Ein Stoff hält in der Regel nicht 60 Jahre. Schaut mal hier, das sieht doch toll aus, würde ich ja fast oben lassen. Das sieht ja wirklich wunderschön aus. Ein dunkelblauer, ein silberner 119er mit dunkelblauem Leder und dunkelblauem Dach. Finde ich sehr, sehr schick. So, da haben wir hier innen die Hebelchen. Man muss die Sonnenblenden runter machen. Schaut mal hier. Und jetzt hoffe ich, dass ich das alleine hinkriege. Ja, einmal da, nach vorne und runtergezogen. Da oben und da auch. Ja, wunderbar. Funktioniert alles. Auch die Hebelchen sind in einem schönen verchromten Zustand. Das ist alles gut gemacht worden. Ja, so sieht ein 190er SL mit dem Stoffdach aus. Diese Autos hatten auch einen Hardtop. Ich glaube, er hier hat keins dabei, aber ich kann euch eins sagen, braucht ihr auch gar nicht, weil ein Hardtop, bis das montiert ist, das nervt. Ich finde, damit sieht er nicht schön aus, so ein Winter fahrt das Auto ja eigentlich nicht. Und wenn es mal regnet, da reicht auf jeden Fall auch das Stoffdach. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist neu, das kann ich sehen hier. Ist von guter Qualität, haben sie gut drauf gearbeitet. Dunkelblau und finde ich, sieht sehr, sehr schick aus bei dem Auto. Auto steht hier in Hamburg, Weg beim Vega 224. War heute übrigens unser erster Film hier in Hamburg. Ich hoffe, das gefällt euch ein bisschen. Wir werden natürlich die Filme YouTube sowohl in Bayern als auch hier in Hamburg weiterführen. Und so wie das mit dem Wetter bleibt und wir rote Nummern haben, geht es da auf die Straße. Ja, ich wünsche euch alles Gute, kommt gut ins nächste Jahr. Euer Stefan Luftschütz, bis zum nächsten Jahr. Wir sehen uns, ich freue mich drauf. Bis dann und tschüss.